So, dann würde ich sagen, willkommen zurück alle miteinander. Und dann freuen wir uns auf Frau Zorno und ihre Hinweise zur KI. Okay, vielen Dank. Wir legen sofort los. Ich hoffe, es sind schon wieder alle da. Ich sehe nicht alle Gesichter, die ich gesehen habe, aber es waren auch nicht alle Kameras an. Das ist auch in Ordnung. Gut. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs, ein Extra-Thema, das gar nicht direkt mit leicht online zu tun hat und trotzdem immer wieder uns im Laufe des Projekts begegnet. Und das ist künstliche Intelligenz, leichte Sprache und KI. Wie sieht es denn damit aus? Ein sehr aktuelles Thema und es wird sehr viel diskutiert. Ich gebe Ihnen da einen kurzen Überblick, ähm, wie es so ausschaut und wir zeige Ihnen auch ein Beispiel dazu. Ja, Sie haben gehört, leichte Sprache ist ein wichtiges Instrument zur Barrierefreiheit und auf Internetseiten tatsächlich immer gern genutzt. Jetzt ist die Frage, wenn Sie eine Seite erstellen oder veröffentlichen, wo bekommen Sie denn Ihre leichte Sprache her? Bis vor, ich sage mal, einem Jahr waren sie da auf jeden Fall auf Handarbeit angewiesen und in der Regel waren das dann Übersetzungsbüros wie unseres oder ganz viele andere, wo sie ihren Text hinschicken konnten und als Auftrag übersetzen lassen konnten. Das sehen Sie hier rechts auf der Folie als Übersetzerin, die Menschübersetzung. Seit etwa letztem Jahr werden Sie selbst merken, in Ihrem Arbeitsleben hat die künstliche Intelligenz überall Einzug gehalten. Und natürlich wird auch ganz viel mit an Übersetzungen in leichte Sprache oder auch andere Sprachen herum experimentiert. Das heißt, es gibt auch die ersten Tools, die verkauft werden, um leichte Sprache per KI anzufertigen. Und ja, beide Möglichkeiten haben sie, die sind ganz stark diskutiert. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich gebe Ihnen nur ein paar Beispiele. Nachteil von menschlichen Übersetzerinnen auf jeden Fall, das ist eine begrenzte Ressource. Wenn Sie bei uns aktuell anfragen, dann können wir zurzeit keine neuen Aufträge annehmen und es sieht in vielen Übersetzungsbüros aus. Aus dem wunderschönen Grund, der Bedarf an leichter Sprache ist stark gestiegen, weil sie inzwischen so bekannt geworden ist, dass aber die Büros so gar nicht mehr nachkommen können. Und Handarbeit dauert eben auch ihre Zeit. Da hat künstliche Intelligenz einen großen Vorteil. Sie ist schnell, sie ist sofort verfügbar und vergleichsweise günstig, je nachdem, was Sie nutzen. Aber es gibt natürlich auch bei künstlicher Intelligenz Nachteile. Ein Nachteil heißt Halluzination. Das heißt, künstliche Intelligenz denkt sich manchmal Dinge aus, wenn das nicht so genau im Text steht. Und abgesehen davon hat eine KI keinen Bezug zur Lebenswelt oder ja überhaupt zu dem Leben und zum Alltag von Menschen mit Behinderung. Und das merkt man tatsächlich an den Übersetzungen. Denn wenn wir jetzt nochmal zu den menschlichen Übersetzerinnen rübergehen, dann sind das eben die Vorteile von Handarbeit. Da sind die Informationen korrekt. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum es dauert, weil man eben manchmal ein bisschen länger drüber nachdenken muss. Und wir passen die Texte, die Übersetzung genau an auf den Anlass und auf das Wissen, was wir schon haben über Menschen mit Lernbehinderung, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten und die Texte zusammen lesen und prüfen. Ja, also, Sie sehen, Sie dürfen sich entscheiden, Sie müssen sich entscheiden. Und aktuell ist es so, dass wir selbst keins der Tools am Markt wirklich empfehlen können als nehmen Sie dieses Tool und Sie kriegen super leichte Sprache. Das sieht noch ein bisschen schwierig aus. Trotzdem ist es ein hochinteressanter Bereich und wir experimentieren selbst damit, um rauszukriegen, was so funktioniert oder wo noch Probleme liegen.
Und wir denken, dass das ein sehr zukunftsfähiger Bereich ist, um Massen von leichten Informationen zur Verfügung stellen, denn das würde das Leben der Menschen natürlich sehr erleichtern und den Zugang. Sie sehen hier unsere kleine Spielwiese. Wir basteln mit Custom GPTs. Das sind kleine Werkzeuge von ChatGPT. ChatGPT haben Sie bestimmt schon gehört. Und wir haben einen Bezahlaccount, da können wir uns dann die sogenannten Custom GPTs anlegen. Das heißt, ich kann ChatGPT nutzen und einen kleinen Bereich ganz genau auf eine Aufgabe trainieren, die dann immer wiederholt werden kann. Und das haben wir gemacht. Mit diesen beiden Dingen. Wir haben einmal ein Custom GPT, das heißt leichte Sprache LHHH. Das habe ich gefüttert mit einem Regelwerk und mit Texten, die wir hausintern übersetzt haben, sodass das Ding leichte Sprache produzieren kann. Und was macht es? Es kann Fachworte erklären, es kann Anregungen geben für einen leichten Textaufbau oder Formulierungsvorschläge. Also grundsätzlich kann leichte Sprache LHHH Ihnen auch einen ersten Textentwurf in leichter Sprache geben. Wir würden das Ding niemals als offizielles Übersetzungstool bewerben. Also immer der Warnhinweis, das ist unsere Test- und Spielwiese. Diese beiden Custom GPTs sind aber öffentlich. Sie sind herzlich eingeladen, mitzuspielen und mitzutesten. Und manchmal kommen da dann doch auch ganz gute Ergebnisse raus. Die Qualität schwankt. Ich zeige Ihnen gleich mal was. Auf der Seite sehen Sie aber noch etwas, nämlich den Trainer leichte Sprache. Das ist ein zweites Custom GPT, mm, weil wir gemerkt haben, wir geben ja auch Fortbildung für leichte Sprache und man kann die Regeln lernen und auch Fortbildung besuchen. Das, was aber tatsächlich hilft, um Übersetzerin zu werden, ist die Praxis. Und wenn man alleine am Schreibtisch sitzt, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Dafür kann man gut diesen Trainer leichte Sprache benutzen. Was macht der? Der kennt auch unsere Regeln und unseren Übersetzungsstil und da kann ich meinen leichten Textentwurf reingeben und der Trainer gibt mir dann eine Rückmeldung und sagt: „Das ist schon gut, da kann man noch was besser machen. Guck mal hier, es gibt die Regel dieses und jenes, kurze Sätze, bitte mach das kürzer.“ hm, Das heißt, das ist was, was zum Üben gedacht ist. Auch hier großer Warnhinweis. Das muss nicht alles stimmen, was das Ding sagt. Das sind die Tücken von künstlicher Intelligenz. Und das ersetzt auch ja keine Schulung, auch keine Textprüfung durch Menschen mit Lernbehinderung. Aber wenn man mal schnell was zur Hand braucht, ist das eine gute Sache. Im Chat wurde zwischendurch die Frage gestellt, wo eigentlich unsere Grafiken herkommen. Überraschung, wir testen auch gerade ein Custom GPT, mit dem man Bilder für leichte Sprache erstellen kann. Das heißt, diese Bilder, die Sie sehen, auch diese kleinen Icons, wie hier den Link unten rechts, das ist mit einem Custom GPT für leichte Bilder erstellt. Das ist noch nicht veröffentlicht, weil das wirklich sehr neu ist. Aber ich denke, auch das wird in den kommenden Wochen öffentlich zur Verfügung gestellt. Ja, nun habe ich Ihnen gesagt, das ist so eine Sache mit den KI-Übersetzungen und ich habe mal mit unserem Custom GPT ein kleines Beispiel für Sie vorbereitet. Nämlich die Frage: „Was ist eine Kreditkarte?“ So, wir haben hier einen leichten Text. Ich lese den mal vor. Eine Kreditkarte ist aus Plastik. Man kann damit bezahlen. Die Karte gehört zu einer Bank. Man kann mit der Karte Geld ausleihen. Die Bank zahlt zuerst das Geld. Man muss der Bank das Geld später zurückzahlen. Mit einer Kreditkarte kann man online oder im Geschäft bezahlen. Man kann auch Geld am Automaten holen. So, von außen betrachtet würde ich sagen, kurze Sätze, leichte Worte, Kreditkarte ist schwierig, aber wird ja erklärt. Das sieht erstmal von der Optik aus schön leicht aus.
und trotzdem gibt es da ein paar Probleme. Erstellt ist es mit dem Custom GPT, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und ich habe mal ein paar Stellen rot markiert, die mir aufgefallen sind. Dann beim zweiten Blick, hm, 'n bisschen schwierig wird's, weil, immer zwischen den Zeilen sehr viele Bezahlvorgänge beschrieben werden. Man kann damit bezahlen, man kann damit Geld ausleihen, man muss das Geld später zurückzahlen oder auch was am Automaten holen. Das ist relativ schwierig zu verstehen, weil ich im Kopf ja dann verschiedene Geldwege durchgehe, Geld von mir zur Bank, von der Bank in den Laden. Und das ist kognitiv recht anstrengend, wenn das immer zwischendurch zwischen den, Sätzen und Informationen kommt. Sowas würden wir per Hand anders machen. Auch dazu habe ich mal ein Beispiel für Sie. Das sehen Sie hier. Eine Kreditkarte ist eine Karte von der Bank. Sie sieht aus wie eine Kontokarte. Man kann mit der Kreditkarte auch die gleichen Dinge tun. Geld am Automaten holen, im Laden bezahlen. Aber die Kreditkarte kann noch mehr. Mit einer Kreditkarte kann man online bezahlen. Zum Beispiel in einer App oder in einem Online-Shop. Die Kreditkarte bezahlt das Geld sofort. Danach holt sie sich das Geld von deinem Bankkonto zurück. Ja, Sie sehen, das hat ein Mensch, also ich, mal schnell entworfen. Und das unterscheidet sich von der künstlichen Intelligenz, vor allem im Aufbau. Also die Information, eine Kreditkarte ist aus Plastik, fand ich persönlich als Erklärung gar nicht so spannend. Ich weiß aber aus Gesprächen mit Prüfgruppen, viele verwechseln die Kreditkarte sowieso mit der Kontokarte, mit der Bankkarte, weil sie die kennen. Und deswegen würden wir gleich den Bezug zu dieser Karte nehmen. Das kennen Sie, ah super, dann vergleichen wir es doch mit der Kontokarte und was da das Gleiche ist und was der Unterschied ist. Sie sehen diese ganzen roten Informationen. Wohin geht Geld? Wohin gebe ich Geld oder wo kommt Geld her? Das habe ich auch mit aufgenommen, aber in der Reihenfolge anders aufgebaut. Und das sind typische Unterschiede zwischen künstlicher Intelligenz und Mensch in der Übersetzung, ähm, dass die sprachlichen Regeln tatsächlich erstmal gut klappen bei KI-Produkten, aber im Aufbau und im Bezug zu der Lebenswelt der Menschen, da sind die menschlichen Übersetzungen aktuell noch deutlich besser. Also zusammengefasst, was kann KI? Aktuell können Produkte einen Entwurf liefern in leichter Sprache und sie können sprachliche Regeln schon einigermaßen gut umsetzen. Was kann KI nicht? Sie kann Ihnen nicht automatisch einen fertigen Text liefern. Die künstliche Intelligenz hat kein Wissen über das Leben von Menschen mit Behinderung und kann eben auch nicht passend oder lebensweltabhängig entscheiden und Informationen zuschneiden. Und vor allem kann eine künstliche Intelligenz nicht beurteilen, ob ein Text barrierefrei ist. Das müssen am Ende immer Menschen mit einer Lernbehinderung machen. Was bleibt für den Menschen? Menschen müssen den Inhalt prüfen. Das muss man bei jedem Ergebnis einer künstlichen Intelligenz tun und auch bei leichter Sprache. Ich muss prüfen, ist die leichte Sprache leicht, die Umsetzung und den Aufbau beurteilen und am Ende muss man immer nacharbeiten. Entweder per Prompt, also ich sage, ChatGPT macht dies oder jenes nochmal anders, oder per Hand, ich schreibe dann selbst den Text um. Und an der Stelle muss man immer entscheiden, was einem eigentlich mehr Arbeit macht, das Umschreiben oder das Selbstschreiben. Für mich als erfahrene Übersetzerin ist das Nacharbeiten meistens viel zeitaufwendiger, als wenn ich selbst einen Text erstelle. Und am Ende bleibt für Menschen immer noch die Prüfung. Das hatte ich ja erwähnt. Menschen mit Lernbehinderung prüfen, ob die Texte wirklich verständlich sind. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist eine kurze Zusammenfassung einer
Stellungnahme, die wir äh, zusammen erstellen durften. Frau Dönges hat es am Anfang ja schon erwähnt. Frau Jensen und ich sind Teil und Leitung einer Arbeitsgruppe bei der BEFIT, Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit in der Informationstechnik. Und in dieser Arbeitsgruppe wurden wir gebeten, eine Einschätzung abzugeben zu den aktuellen Übersetzungstools, die am Markt sind. Diese Stellungnahme ist zu finden auf der Seite der Überwachungsstelle und Sie sehen hier, Sie werden sie auch als Download auf unserem Padlet finden. Ja, wenn Sie dieses Thema weiter interessiert, das ist was, was man sehr, sehr lange diskutieren kann, dann sind Sie herzlich eingeladen zu einem Werkstattgespräch mit dem Titel Leichte Sprache und KI Prompten am Custom GPT. Und das findet statt am 24. September. Ja, das war der kleine Exkurs zu leichter Sprache und künstlicher Intelligenz. Damit sind wir jetzt beim nächsten Punkt und der heißt Ausblick.